Was ist eigentlich, wenn ich Pflichtverteidiger bin, also im Strafprozess jemanden verteidigen soll und plötzlich keinen Bock mehr auf denjenigen habe? Und ich sage dann mitten in der Verhandlung, ich habe hier keine Lust mehr auf diesen Mandanten, ich gehe nach Hause. Und darf ich als Pflichtverteidiger tatsächlich ein Mandat niederlegen? Wir klären es in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke, und meine Zahl der Pflichtverteidigungen in den letzten 14 Jahren beschränkt sich auf eine. Ich musste einmal jemanden pflichtverteidigen, das war ein 16-jähriger Jugendlicher, der hatte jemand anderen gewürgt und hatte ihn dann das Handy weggenommen, einem 12-Jährigen oder einem 13-Jährigen. Und ich war der Pflichtverteidiger, und was war passiert? Dieser 16-Jährige, der kam zu mir, schon ziemlich angenervt. Was soll die Scheiße jetzt? Was willst du mich hier verteidigen? Ich bin cool, ich habe gar keinen Bock auf Gerichtsverfahren. Saß so Kaugummi kauen vor mir, und ich habe ihm erstmal gesagt, gut, hier, weißt du eigentlich, was hier auf dich zukommt? Was du gemacht hast, ist ein Raub, Mindeststrafe 1 Jahr Haft. Wumm, da ist er erstmal fast vom Stuhl gefallen. Jetzt muss man sagen, das wäre Erwachsenenstrafrecht gewesen, für ihn galt noch Jugendstrafrecht, aber ich wollte ihm mal so klar machen, was alles so passieren kann, wenn er mit seiner coolen Art vor Gericht auftritt. Also hatten wir besprochen, gib dem armen 14-Jährigen die 100 Euro für das Handy zurück, oder 12-Jährigen gibt ihm jedenfalls die 100 Euro fürs Handy zurück, Handy war mittlerweile weiterverkauft worden, entschuldige dich und hab ein artiges Auftreten bei Gericht. Was hat er gemacht? Er kam wieder mit Kaugummi und mit Cappy. Saß so vorm Richter, völlig gechillt, völlig cool. Und naja, dann sagt der Richter schon, Cappy ab, Kaugummi raus. Okay, Cappy ab, Kaugummi raus. Und dann sollte er sich entschuldigen, hat mal alles abgesprochen. Ich sage, haben Sie die 100 Euro dabei? Nee, kein Geld dabei. Also er hat nichts gezahlt, er hat sich nicht entschuldigt, ich stoße ihm in die Seite, er sagt Entschuldigung. Ja, und dann entschuldigt er sich. Und da sagt der Richter aber schon, hier, muss denn Ihr Verteidiger Sie jetzt hier noch anstoßen? Das gibt jetzt 4 Wochen Jugendarrest. Und dann fing dieser 16-Jährige bitterlichst an zu weinen. Die Eltern kamen auf mich zugelaufen, was ich da für ein scheiß Verteidiger wäre, könnte nicht sein. Will gehen in Berufung. Kann man gegen die 4 Wochen, das ist eine Erziehungsmaßnahme, ist aber, ich würde das Video hier sprengen, kann man gar nichts gegen machen. So. Und sagte mir der Richter, der hatte Sie, Herr Solmecke, auch schon angelogen, hat Ihnen was Falsches erzählt, hatte Schule abgebrochen und so weiter. Der braucht jetzt mal einen richtigen Schuss gegen den Bug, und er wird das nicht mehr machen. Das war meine erste und einzige Pflichtverteidigung. Ist auch prompt, das heißt, in die Hose gegangen. Na gut, der Junge hat hoffentlich danach keinen Scheiß mehr gebaut. Die Frage, die sich aber stellt, hätte ich jetzt das Ganze mitten in der Verhandlung niederlegen können? Und diese Frage, die haben 3 andere Pflichtverteidiger ganz massiv im Moment, nämlich die Pflichtverteidiger von Beate Zschäpe im NSU-Prozess. Beate Zschäpe spricht nämlich mit 3 ihrer Pflichtverteidiger nicht mehr. Das ist ziemlich blöd für eine Verteidigung, wenn der eigene Mandant mit einem nicht mehr spricht. Sie ist der Meinung, die würden sie nicht mehr ganz gut vertreten. Und da gibt es also ein persönliches Spannungsverhältnis zwischen Beate Zschäpe und den Verteidigern Heer, Sturm und Stahl. Die heißen wirklich so, Heer, Sturm und Stahl. Krass. Heer, Sturm und Stahl verteidigen eine Nazi-Frau. Gut, aber wie gesagt, die haben jetzt ein Problem mit der Frau Zschäpe, weil die Frau Zschäpe jetzt, das Auto aus dem letzten Video fährt hier rum, das gibt es auch gar nicht. Die haben ein Problem, weil die Frau Zschäpe nämlich, die eigentlich keinen Bock mehr auf die hat. Jetzt ist die Problematik, kann die jetzt einfach so mal den Pflichtverteidiger wechseln? Den richtigen Verteidiger, also den man auch bezahlt, den kann man wechseln. Das hat der Fall Kachelmann ja damals eindrücklich gezeigt. Kachelmann hatte erst einen Verteidiger, der ihm nicht mehr passte, und er hat dann auf einen, ich glaube, den Herrn Schwenn gesetzt, der viel härter verteidigt hat, und er hat also mittendrin gewechselt. Das kann man machen, wenn man sozusagen einen Wahlverteidiger hat und den auch entsprechend bezahlt. Bei einem Pflichtverteidiger ist das Ganze aber ein bisschen anders, weil die Entpflichtung, die geht nur aus wichtigem Grund. Warum aus wichtigem Grund? Weil wenn so ein neuer Pflichtverteidiger reinkommt, kann man sagen, jetzt muss alles neu verhandelt werden, denn der neue Verteidiger hat ja bislang gar nichts mitbekommen von den Verhandlungen. Insofern sind die Gerichte da auch extrem zurückhaltend, was den Austausch eines Pflichtverteidigers betrifft.
Und das ist auch der Grund, warum Beate Zschäpe jetzt zwar mit ihren Anwälten nicht mehr spricht, aber die Gerichte sagen, das ist kein Grund, jetzt den Verteidiger auszutauschen. Das Bundesverfassungsgericht und der Bundesgerichtshof haben gesagt, nur wenn das Vertrauensverhältnis endgültig erschüttert ist, wird man seinen Pflichtverteidiger wieder los. Und die Zwickmühle des Gerichts ist, einerseits kann man natürlich sagen, das Verfahren ist jetzt gar nicht mehr fair für Beate Zschäpe, weil sie mit Verteidigern da hängt, mit denen sie ja eigentlich gar nicht mehr was zu tun haben will. Und diese Verteidigungsmöglichkeit ist ein Kern unseres Prozessrechts. Andererseits kann man auch sagen, das ganze Verfahren wird ansonsten wieder neu aufgerollt, wenn jetzt die Verteidiger ausgetauscht werden. Also eine doofe Zwickmühle, in der das Gericht hängt. Wichtig ist, dass der Kern des Strafprozessrechts jetzt nicht angegriffen wird und ihr nicht ihre gesamte Möglichkeit zur Verteidigung genommen wird, dann wäre das ein Revisionsgrund. Das wird sicherlich nochmal uns später beschäftigen und ich werde sicherlich euch nochmal was dazu erzählen. Jetzt erstmal die Info, als Pflichtverteidiger kommt ihr so schnell gar nicht raus aus der Nummer, auch wenn euch der Mandant, den ihr da verteidigen sollt, gar nicht so genau passt. Das heißt, ihr könntet zwar am Anfang die Pflichtverteidigung noch ablehnen, aber wenn ihr einmal im Verfahren drin seid, müsst ihr auch dadurch auf Gedeih und Verderb. Nur wenn alles wirklich gescheitert ist und die Verhältnisse endgültig zerrüttet sind, dann könnt ihr euch entsprechend entpflichten lassen vom Gericht. Falls ihr mich für die Zukunft verpflichten wollt, dann gebt diesem Kanal gerne ein Abo, denn dann seht ihr mich morgen hier schon wieder mit neuen 3, 4, 5 Minuten Recht, damit ihr auch rechtssicher durch den Alltag stolzieren könnt. Euch danke fürs Zuschauen, tschüss und bis morgen.